Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei Michael Grant Klartext. Heute zum Thema deutscher Massenmord auf See. Deutsche Gutmenschenhistoriker erhalten immer noch eine riesige Geschichtslüge aufrecht, und zwar die der Versenkung der Lusitania. Sie können es einfach nicht lassen, die deutsche Schuld am Ersten Weltkrieg wieder und wieder zu konstruieren. Ein Beispiel dafür ist die Versenkung des US-Passagierschiffes Lusitania. Die Versenkung dieses zivilen Dampfers am 7. Mai 1915 wird auch heute noch von vielen Historikern als deutscher Massenmord auf See verurteilt und muss als Beweis für die Grausamkeit und Kaltblütigkeit der deutschen obersten Heeresleitung herhalten. Taucher fanden in dem Wrack jedoch riesige Mengen an militärischem Material, das belegt, die Lusitania war ein getarntes Kriegsschiff. Hoppla! Die Wahrheit: Der Tod vieler ahnungsloser Passagiere wurde von den Briten billigend in Kauf genommen. Der Aufschrei in der Weltöffentlichkeit war trotzdem damals groß, am 7. Mai 1915 nämlich, als das deutsche U-Boot U-20 unter Kommandant Schwieger den britischen Dampfer Lusitania versenkte, der innerhalb von 18 Minuten unterging. 1198 Passagiere und Besatzungsmitglieder, darunter 124 US-Amerikaner, fanden dabei den Tod. Für die US-Regierung war dieser Massenmord auf See ein Grund, in den Krieg einzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt tat sich der amerikanische Präsident Wilson schwer, sein Volk für den Krieg gegen Deutschland zu begeistern. Aber nach dem Untergang des zivilen Dampfers schwenkte die Meinung um und immer mehr Stimmen sprachen sich offen für einen Kriegseintritt gegen das Deutsche Reich aus. Zudem gab die amerikanische Regierung falsche Meldungen heraus, die besagten, dass deutsche Schulkinder am Tag des Untergangs der Lusitania schulfrei bekommen hätten, um dies zu feiern. Dies heizte die Stimmung natürlich zusätzlich an. Die amtliche englische Meldung am 7. Mai lautete, ich zitiere: Der Cunard-Dampfer Lusitania wurde torpediert und sank. Hilfe ist abgesandt. Zitat Ende. Die amtliche deutsche Meldung am 8. Mai 1915 lautete, ich zitiere: Der Cunard-Dampfer Lusitania ist, wie Reuter meldet, gestern durch ein deutsches Unterseeboot zum Sinken gebracht worden. Die Lusitania war selbstverständlich, wie neuerdings die meisten englischen Handelsdampfer, mit Geschützen armiert. Außerdem hat sie, wie hier einwandfrei bekannt war, erhebliche Mengen von Munition und Kriegsgerät unter ihrer Ladung. Ihre Eigentümer waren sich daher bewusst, welcher Gefahr sie ihre Passagiere aussetzten. Sie allein tragen die volle Verantwortung für das, was geschehen musste. Deutscherseits ist nichts unterlassen worden, um wiederholt und eindringlich zu warnen. Der kaiserliche Botschafter in Washington hat noch am 1. Mai 1915 in einer öffentlichen Bekanntmachung auf diese Gefahren aufmerksam gemacht. Die englische Presse hat damals diese Warnung verspottet, unter Hinweis auf den Schutz, den die britische Flotte dem transatlantischen Verkehr sichere. Zitat Ende. Ein paar Tage später gab es die nächste amtliche deutsche Meldung. Sie hieß vom 15. Mai 1915, ich zitiere: Aus dem Bericht des Unterseeboots, das die Lusitania zum Sinken gebracht hat, ergibt sich folgender Sachverhalt. Das Boot sichtete den Dampfer, der keine Flagge führte, am 7. Mai 2:20 Uhr nachmittags an der Südküste Irlands bei schönem, klaren Wetter. Um 3:10 Uhr gab es einen Torpedoschuss auf die Lusitania ab.
die an der Steuerbordseite in der Höhe der Kommandobrücke getroffen wurde. Der Detonation des Torpedos folgte unmittelbar eine weitere Explosion von ungemein starker Wirkung. Das Schiff legte sich schnell nach Steuerbord und begann zu sinken. Die zweite Explosion muss auf eine Entzündung in dem Schiff befindlichen Munitionsmenge zurückgeführt werden. Zitat Ende. US-Präsident Wilson forderte nach dem Untergang der Lusitania die deutsche Anerkennung der Torpedierung als Bruch des internationalen Rechts und Schadensersatz, während aus deutscher Sicht das Schiff als Kriegsschiff galt, da es Munition und andere Kriegsgegenstände an Bord hatte. Wilson verlangte in einer weiteren Note noch einmal von Deutschland, die Versenkung als Verbrechen zu verurteilen. Daraufhin trat US-Außenminister William Jennings Bryan zurück, weil er durch Wilsons Forderung die Gefahr erkannte, in einen Krieg mit Deutschland verwickelt zu werden. Seiner Meinung nach hatte Deutschland ein Recht zu verhindern, dass seinen Feinden Kriegsmaterial geliefert wird, auch wenn diese Schiffe dann Passagiere an Bord nehmen, um damit eine eventuelle Torpedierung zu verhindern. Die Fakten, die ich recherchiert habe. Erstens, am 12. Mai 1913. Die Lusitania wurde in den Trockendocks in Liverpool umgebaut. Bordwände, Schutz und Oberdecks werden besonders armiert und 2 Munitionskammern, Pulvermagazine und Halterungen für Granaten sowie 12 x 15 cm Schnellfeuerkanonen eingebaut. Zweitens, 17. September 1914. Die Lusitania wird als bewaffneter Hilfskreuzer in das britische Flottenregister aufgenommen und gilt somit offiziell als ein Kriegsschiff. Hört zu, deutsche Lückenhistoriker. Drittens, 24. September 1914. Captain Turner erhält von der Admiralität folgende Befehle, mit seinem Schiff Kriegsmaterial aus den USA nach England zu bringen. Um die deutsche Marine zu täuschen, werde das Schiff weiterhin Passagiere befördern. Sollte ein U-Boot versuchen, die Lusitania zu stoppen, soll sofort das Feuer auf den Gegner eröffnet werden. Viertens, 4. Februar 1915. In einer Note an die USA warnt das deutsche Außenministerium davor, neutrale Flaggen zu missbrauchen. Daher sollten neutrale Staaten, die USA war bis dahin neutral, ihre Bürger und Waren von feindlichen Schiffen fernhalten. Fünftens. Der britische Außenminister Grey wollte von der US-Regierung wissen, was Amerika tun würde, wenn die Deutschen ein Passagierschiff mit amerikanischen Touristen versenken würden. Antwort: Das würde uns den Krieg bringen. Sechstens, Mitte April 1915. Die britische Admiralität dirigiert ihren getarnten Hilfskreuzer Lusitania nach New York. Folgendes Kriegsmaterial kommt an Bord: 1248 Kisten mit 7,5 cm Granaten, 4927 Kisten mit Gewehrpatronen, 2000 Kisten mit weiterer Munition, zusammen über 10 Tonnen Sprengstoff, von denen die Passagiere nichts wussten. Zudem wurden 1257 Gäste aufgenommen, darunter 218 Amerikaner. Siebtens, 22. April 1915. In 50 der größten US-Tageszeitungen erscheint eine Anzeige der kaiserlich-deutschen Gesandtschaft, die Ozeanreisende ausdrücklich vor der beabsichtigten Reise warnt. Achtens, 5. Mai 1915. Die britische Admiralität weiß, wo die deutschen U-Boote lauern, aber die Lusitania wird zu spät gewarnt und man funkt ihrem Kapitän irreführende Positionangaben zu U-20. 9. 7. Mai 1915.
Die Lusitania erhält von der britischen Admiralität den Befehl, nicht Liverpool wie ursprünglich geplant, sondern Queenstown anzulaufen und gerät somit unmittelbar in die Schusslinie von U-20. Der polnische Historiker Janusz Pichalkiewicz schreibt in seinem Buch Der Erste Weltkrieg folgendes, ich zitiere: Damit wird die Lusitania von der britischen Admiralität direkt vor die Torpedorohre deutscher U-Boote gelenkt, um den Gegner zu einer Tat zu provozieren, die Amerika in den Krieg verwickeln soll. Zitat Ende. 10. Nach dem Untergang der Lusitania erwartete man in England stündlich den dringend benötigten Kriegseintritt der USA. Schlussfolgerungen, was viele Historiker, vor allem Deutsche, nicht wahrhaben wollen, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Die Lusitania war ein als Dampfer getarntes Kriegsschiff, schwer bewaffnet, mit gefälschten Ladepapieren versehen, mit riesigen Mengen an Munition beladen, die von der britischen Admiralität bewusst in ein Gewässer gelotst wurde, das die Deutschen zum Kriegsgebiet erklärt hatten. Und ahnungslose Passagiere an Bord, die als Opfer für einen inszenierten Kriegseintritt der USA dienten. Wir kennen das aus vielen Kriegen, Vietnam, Irak und so weiter. Nach einer Meldung der Daily Mail fanden Taucher im Wrack vor der Küste Irlands große Mengen militärischen Materials, darunter rund 4.303.000 Patronen des US-Herstellers Remington. Dies bestätigt die Auffassung der deutschen Admiralität und macht mit einer weiteren Geschichtsfälschung Schluss. Doch besonders die deutschen Nestbeschmutzer halten immer noch daran fest. Wie es zu diesem Krieg kam, welche Auswirkungen er hatte und wie das Schanddiktat von Versailles in Wirklichkeit ausgesehen hat, erfahrt ihr in meinem hochbrisanten Buch Adolf Hitler eine Korrektur. Aber Achtung, es ist Band 1. Bisher sind 6 Bände erschienen. Band 1 behandelt dieses Thema. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonnieren. Jede Woche gibt es einen neuen Artikel, zeitgeschichtlich und historisch. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bei dem ich weitere Lügen aufdecke. Ihr und euer Michael Krant.